Der Volvo XC90 bekommt einen elektrischen Nachfolger und der will nicht nur durch hohe Reichweiten und schnelle Ladevorgänge punkten, sondern soll auch das sicherste Auto der Welt sein, der Volvo EX90. Alles, was man zu dem Wagen wissen muss und wie ihr euch 150 € auf die Premium Wallbox DAZONI IQ sparen könnt, erfahrt ihr jetzt hier auf Project Drive. Es ist das erste Modell auf einer neuen Plattform für reine E-Autos und damit auch ein Blick in die Zukunft der Marke. Bis 2030 soll jeder neue Volvo elektrisch fahren, 10 Jahre später soll die gesamte Firma CO2-neutral sein. Dazu gehören auch kurze Wege. Den EX90 baut die schwedische Geely-Tochter zunächst im Hauptmarkt USA und später auch in China. Die Produktion beginnt 2023. Volvo-Chef Jim Rowan sieht den Siebensitzer als Statement, wo Volvo stehe und wo Volvo hinwolle. Im Vergleich zur Studie Recharge wirkt das Serienmodell deutlich mehr wie ein SUV und erinnert in Proportionen und Styling stärker an den XC90. Die Scheinwerfereinheiten ragen weit in die Front hinein und flankieren einen geschlossenen Grill. Die vordere Haube ist ein wenig ausgeprägt, unter ihr verbirgt sich ein kleiner Frunk mit 37 Liter Gepäckvolumen. Die Windschutzscheibe steht recht flach, das Dach neigt sich nur leicht nach hinten ab. Starke Sicken sind an der Seite auszumachen, wenngleich die untere Fensterlinie fast waagerecht erscheint. Auch am Heck ist die Verwandtschaft zum XC90 erkennbar. Auffällig ist allerdings das Sensorgehäuse auf dem Dach. Der LiDAR soll auch kleine Objekte erkennen, die noch hunderte Meter entfernt sind. Der Siebensitzer SUV ist aerodynamisch optimiert, die Frontmaske und die Felgen sind geschlossen, die Türgriffe versenkt. Zur Zukunftsstimmung, die Volvo mit dem EX90 verbreiten will, passt auch der Innenraum. Gerade im Vergleich zum fossilen Vorgänger fällt auf, dass beinahe auf alle haptischen Elemente wie Knöpfe und Regler verzichtet wurde. Außer einem kleinen Element auf der Mittelkonsole funktioniert die Steuerung nur noch über den mittigen 15 Zoll Touchscreen, wodurch das schwedische Design einen erkennbar kalifornischen Touch erhält. Das Innenleben soll nachhaltig sein, etwa 15% des verbauten Plastiks ist biobasiert oder wurde durch Recycling zurückgewonnen. Die starke Anbindung an Google und die dazugehörigen Apps, die schon im C40 und XC40 zur Anwendung kamen, bleiben bestehen. Das eigene Handy kann durch Android Auto und Apple CarPlay integriert werden, das iPhone, anders als etwa noch beim XC40, nun ebenfalls kabellos. Schon von DAZONI gehört? Der Premium Wallbox-Hersteller Made in Germany bringt mit der DAZONI IQ, wenn nicht sogar die ultimative Ladelösung in eure Garage. PV-Überschussladen, Dienstwagenabrechnung und ein MID-Stromzähler sind schon eingebaut. Zusätzlich kann man die Wallbox über Over-the-Air-Updates auf dem Laufenden halten und sie dank integrierter farblich anpassbarer LEDs als Lichtquelle nutzen. Zum Beispiel auch zum Anzeigen des Ladestatus. Außerdem hat sie sogar Boxen eingebaut. Somit hat man alles in einer Wallbox vereint. Wenn ihr jetzt unbedingt die DAZONI IQ haben wollt, dann könnt ihr sie ab sofort mit dem Link in der Beschreibungsbox bei eautos.de bestellen. Und mit dem Code Project Drive spart ihr euch beim Checkout nochmal 150 €. Also viel Spaß mit der DAZONI IQ und weiter geht's. Der EX90 ist 5,03 Meter lang, 1,74 Meter hoch und ohne Spiegel 1,96 Meter breit. Der Radstand streckt sich auf 2,99 Meter und bietet so Platz für 3 Sitzreihen und Gepäck. Die beiden Permanentmagnetmotoren an Vorder- und Hinterachse leisten je nach Version zwischen 300 kW, also 408 PS, und 380 kW, also 517 PS. Die Basisvariante hat 770 Newtonmeter Drehmoment, die Performance-Version kommt auf 910 Newtonmeter. Die Höchstgeschwindigkeit ist, wie bei Volvo üblich, auf 180 km/h begrenzt. Die Zeiten für den Spurt von 0 auf 100 km/h sind mit 4,9 bis 5,9 Sekunden angegeben. Zum Marktstart erhält der EX90 einen 111 Kilowattstunden Akku, dessen nutzbare 107 Kilowattstunden für eine Reichweite von 600 Kilometern im WLTP-Zyklus gut sind. In unter 30 Minuten soll der Akku von 10 auf 80% geladen werden können. Die Ladeleistung liegt zunächst bei maximal 250 kW, später sollen bis zu 300 kW möglich sein.
Der EX90 ist übrigens der erste Volvo, der via Wallbox bidirektionales Laden ermöglicht. Wenn nötig, kann die Fahrzeugbatterie somit Strom ins Netz zurückgeben und Netzschwankungen ausgleichen. AC-Laden an gewöhnlichen Säulen, zum Beispiel in der Stadt, ist nur mit 11 kW möglich, das Vollladen dauert auf diese Weise 11 Stunden. Je nachdem, ob eine oder beide hinteren Sitzreihen flachgelegt sind, bietet der Kofferraum ein Volumen zwischen 310, 1010 und 1915 Litern. Das Leergewicht gibt Volvo mit etwa 2,8 Tonnen an. Der EX90 kommt auf einen eher durchschnittlichen Luftwiderstandsbeiwert von 0,29. Der EX90 dürfte also die ohnehin schon ausgereifte E-Antriebstechnik seiner kleineren Elektrovorläufer C40 und XC40 Recharge Pure Electric fortsetzen, will allerdings in einem anderen Bereich Maßstäbe setzen. Der größte Stromer soll zugleich der sicherste Volvo, wenn nicht sogar das sicherste Auto aller Zeiten werden. Im EX90 kommen deshalb die neuesten Assistenzsysteme zum Einsatz. So sollen zusätzlich zum Abtasten der Autoumgebung durch Radar und Kameras, wodurch auch kleinere Hindernisse im Dunkeln aufspürbar sind, die Fahrer genauer überwacht werden. 2 Kameras und verschiedene Sensoren sollen Müdigkeit, Ablenkung oder gar Alkoholeinfluss anhand der Blickrichtung und Intensität bemerken können. Im Notfall soll das Auto auch automatisch anhalten. Im Prinzip bereitet diese Technik das autonome Fahren vor, doch im Vergleich zu oft noch sehr rudimentären Assistenzsystemen in anderen Modellen geht Volvo im EX90 einen erkennbaren Schritt weiter. Als erstes Volvo-Modell baut der EX90 auf einer reinen E-Auto-Architektur auf. Sie erlaubt kurze Überhänge, einen flachen Fahrzeugboden und ist mit Akkus von CATL ausgerüstet. Das Modell wird im Werk von Volvo Car USA in South Carolina zusammen mit dem Polestar 3 gebaut werden. In China wird das SUV, wie vorhin schon erwähnt, dann ebenfalls produziert. Der Volvo EX90 Performance Ultra kostet 110.650 €. Die 408 PS Version steht mit rund 105.000 € in der Preisliste. Bestellt werden kann ab sofort, bis die ersten Autos allerdings zu den Kunden kommen, dauert es aber noch etwas. Ende 2023, Anfang 2024 liefert Volvo die ersten EX90. Niedrigere Ausstattungen und einmotorige Varianten folgen später. Wie gefällt euch der Volvo EX90? Wäre der was für euch oder habt ihr langsam die Backen dicke von Luxus-SUVs? Sagt mir das gerne in den Kommentaren. Wenn euch meine Videos gefallen, lasst mir doch ein Abo und einen Daumen nach oben da. Vergesst aber auch nicht auf meinem Instagram-Kanal vorbeizuschauen. Den Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao!